Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ja, es gibt so Tage, da hat man einfach ein Versprechen abgegeben, so wie heute, live zu gehen um 18:30 Uhr und es passieren so ein paar Dinge. Zum einen nimmt man den falschen Browser und deswegen hat man dann im Scheduling eine falsche Zeit drin, kriegt das aber eher zu spät mit. Man hat dann auch einen scheiß Tag, weil sie nicht, der Elternteil im Krankenhaus ist, wie bei mir, oder meine Yogalehrerin mir gestern meine Schulter ausgerenkt hat und ich einfach vor Schmerz nicht mehr gerade ausgucken kann. Und man sich dann echt überlegt, boah, gehe ich heute wirklich online? Bin ich in der Lage, anständig mit euch zu reden? Ja, und ich habe mir gedacht, ich war jetzt am Montag schon nicht live und ich habe euch eigentlich versprochen, 3-mal die Woche da zu sein. Also habe ich jetzt mal die Zähne zusammengebissen und bin hier. Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Thema Kontinuität. Jetzt mal speziell aufs Podcastfeld übertragen. Doch auch hier ist es so, es gibt immer zwei Parteien, die einen abstrafen, wenn man nicht kontinuierlich sendet. Sprich, sein Sendeversprechen nicht einhält. Also zu sagen, man ist am Mittwoch, jeden Mittwoch um 18:30 Uhr online, beziehungsweise jeden Dienstag um 10 Uhr kommt eine neue Folge raus. Die eine Partei, die einen abstraft, das seid ihr, meine Lieben. Die Hörer, die Zuschauer, beziehungsweise eure Hörer, eure Zuschauer an der Stelle. Und die strafen euch damit ab, dass sie, einmal quasi da sind oder auf aktualisieren klicken, aber im Endeffekt eure neue Folge noch nicht da ist. Und das macht ihr dann 1-2 Mal. Und beim 3. Mal sucht ihr euch einen neuen Podcast, der diese Lücke, diese Medien, Lücke, die in dem Moment entsteht, füllen kann. Und die Frage ist, kommt ihr dann nochmal zurück zu dem Podcast, der euch dann hier in dem Fall enttäuscht hat oder nicht? Der zweite Bereich oder die zweite Instanz, die euch abstraft, ist die Instanz des Algorithmus. Und zwar ist es so, dass wenn ihr darauf Wert legt, bei iTunes besser gerankt zu sein, dann spielt unter anderem auch die Kontinuität, sprich die regelmäßige Veröffentlichung eurer Episoden, eine große Rolle. Von daher sind das gleich zwei Dinge, auf die man an der Stelle achten sollte. Die Frage ist, wie sieht's denn bei euch aus? Hattet ihr auch schon mal so diesen Fall, dass ihr gesagt habt, nur mit rechtzeitig online gehen habe ich heute nicht so ganz geschafft? Ja, oder eigentlich müsste heute am Mittwoch eine Folge raus, aber ich weiß noch überhaupt nicht, worüber ich reden möchte. Gebt mir mal eure Erfahrungen mal kurz in den Chat wieder. Das würde mich an dieser Stelle sehr interessieren. Ja, ich möchte heute mit euch vor allen Dingen darüber reden, wie ihr denn in Zukunft dieser Falle, dieser Problematik entrinnen könnt, nämlich diese Kontinuitätsfalle entrinnen könnt. Ich habe euch gleich 3 Tipps mitgebracht. Der erste ist so einer, wo ihr mir wahrscheinlich sagen werdet, kam sehr offensichtlich, aber ich kann es an der Stelle nicht oft genug betonen. Nummer 1 ist im Voraus zu planen, meine Lieben. Ich kann euch da nicht leider vor schützen, um das zu sagen. Also wenn wir die Folgen unserer Kunden beispielsweise oder bevor wir einen Podcast von unseren Kunden launchen, dann gibt es eine Regel. Mindestens ein Quartal vorproduzieren. Es geht nicht immer, aber sehr, sehr oft ist es möglich. Dann sind es eben 6 Folgen bei einem 2-wöchigen Rhythmus oder 12 Folgen bei einem wöchentlichen Rhythmus. Das hat den großen Vorteil, dass wenn irgendetwas dazwischen kommt, zu viel zu tun, ja, man muss einfach gerade Geld verdienen dürfen oder wollen oder müssen, oder eine extreme Ausnahmesituation wie die aktuelle Zeit, dass man zum Beispiel seine Interviewpartner gerade nicht treffen kann oder irgendetwas anderes passiert und man an der Stelle seine Termine nicht einhalten kann. Und wenn ihr einen gewissen Puffer habt, ja, versucht mindestens einen Monat im Voraus zu planen. Also wenn ihr eine wöchentliche Show habt, 4 Folgen in petto zu haben, weil dann kann eine Kehlkopfentzündung, Heiserkeit, Schnupfen, Corona, Technik versagt, dazwischenkommen und trotzdem habt ihr dann noch die Möglichkeit, diese Folgen rechtzeitig on air zu bringen. Aber ich weiß, auch das ist nicht immer möglich. Wir haben jetzt zum Beispiel einen aktuellen Fall, ja, mit einer Kundin, da werde ich euch gleich mal im Tipp 3 ein bisschen was erzählen. Da haben wir das nämlich auch das Problem gehabt, das ist die Annette Müller, Gedanken zur Menschlichkeit, das ist ein philosophischer Podcast, der von ihr also sie wird in diesem Podcast von einem PR-Spezialisten, im Fall Guy Omari, interviewt. Und dieses Interview, aufgrund dessen, weil das jetzt nicht einfach nur so ein Geplänkel ist auf oberflächlicher Ebene oder so ein bisschen Expertisenaustausch, sondern es wird philosophiert. Es werden Fragen, ja,
auf einer sehr tiefen Ebene gestellt und beantwortet. Und das geht eben nicht übers Telefon. Das geht auch nicht, wenn man zwischendurch einfach nur einen Bildschirm zwischen sich hat, sondern da spielt auch viel die Atmosphäre eine Rolle. Das heißt, dieser Podcast ist darauf ausgerichtet, dass die beiden in einem Raum sitzen, sich gegenüber sitzen, sich angucken können und auch auf die Stimmung des anderen reagieren können. So, ja. Und dann kam Corona. Ne? Bei Annette ist es auch noch so, dass sie sehr, sehr viel im Ausland unterwegs ist und wir dann sowieso nur einmal im Quartal produzieren können. Und dann haben wir im Endeffekt eben die Corona-Geschichte dazwischen gehabt und diesen Gap, nämlich ein komplettes Quartal an Produktionszeit verloren. Was macht man in diesem Fall? Wir haben eine Sache gehabt, die ich euch an der Stelle als Tipp 2 mitgeben kann, wenn das mal so ist, dass wir heute zum Beispiel Mittwoch haben und ihr sagt, boah, alles ist schief gegangen, die Folge ist Mist, ich habe keine Ideen oder die Produktion hat nicht funktioniert, mein Browser ist abgestürzt, was auch immer. Ja, ich kann heute nicht online gehen mit der Folge, die kommt morgen raus. Also eine kurzfristige Verzögerung. Könnt ihr einen kleinen Trick anwenden, den wir ab und an auch mal anwenden, und zwar das Thema Rückdatieren. Das heißt, dass ihr einfach den Veröffentlichungszeitpunkt nicht auf jetzt macht, sondern beispielsweise, wenn wir heute was haben wir denn heute, den 10., glaube ich, ne? Ja, halt der 10., dass ihr sagt, okay, dann rückdatieren auf den 9. schieß mich tot, wie viel Uhr eure Folge auch immer online geht an der Stelle. Das kann man mal machen, sollte nicht zur Regel werden, dann könnt ihr auch direkt einen anderen Tag auswählen, wenn ihr sowieso immer einen Tag zu spät seid, macht das vielleicht auch Sinn, da den Kalender einfach mal umzustellen. Oder Tipp 1 von vorhin zu berücksichtigen. So, das ist also so eine kurzfristige Lösung, die jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm ist, weil viele eurer Hörer vielleicht auch nicht direkt am Tag selbst, wenn die Folge rauskommt, reinhören, aber auf jeden Fall so in den ersten 24 Stunden, wenn sie daran gewöhnt sind, am gleichen Tag immer wieder eine Folge runterladen zu können, dann macht das dann schon Sinn. So, aber wenn wir jetzt wie bei Annette beispielsweise, was ich gerade erwähnt habe, den Fall haben, dass wir ein komplettes Quartal verlieren, uns überhaupt nicht treffen können und gar keine Folgen aufnehmen können, wir können nicht Monate rückdatieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sieht zwar für jemanden, der viel später in einen Podcast dazukommt, ja, und dann rückwirkend sich die Folgen anschaut, sieht das natürlich toll aus, es sind keine Lücken dazwischen, es ist kontinuierlich in dem Fall alle 2 Wochen gesendet worden, das macht einen schlanken Fuß. Aber für die bestehenden Hörer ist es Makulatur und auch für den Algorithmus ist es nichts. Und da gebe ich euch Tipp 3 mit, und zwar einfach eine neue Staffel anzusetzen. Podcasts, wie zum Beispiel der von der Telekom, zum Thema Digitalisierung, sind direkt darauf ausgelegt, dass sie in dem Fall, sind es glaube ich 6 oder 7 Folgen, 5 oder 6 Folgen, die sie pro Staffel haben, dann ist eine gewisse Pause und dann fängt eine neue Staffel an. Da kann man ein Quartal dazwischen haben, einen Monat dazwischen haben, je nachdem, wie das Konzept dementsprechend ausgerichtet ist. Und dann sagt man einfach, okay, wir fangen jetzt mit Staffel 2 an beispielsweise. Da muss sich nicht wahnsinnig viel ändern. Es kann vielleicht inhaltlich ein paar Veränderungen sein. Das Cover kann sich an der Stelle ändern. Wir können das im Intro erwähnen oder dementsprechend in der Einleitung, wie auch immer ihr das möchtet. Aber das ist dementsprechend eine Möglichkeit. Versucht generell Lücken in eurem Lebenslauf, wollte ich gerade schon sagen. Aber so ein bisschen ist der Verlauf eures Podcasts halt auch schon so eine Art Lebenslauf eures Podcasts im wahrsten Sinne des Wortes, sauber zu halten. Denn stellt euch einmal nur den psychologischen Effekt vor. Ihr sucht nach einem Podcast. Nehmen wir mal an das Thema Philosophie zum Thema Menschlichkeit. Ja? Und dann findet ihr einen Podcast, der aber die letzten 6 Monate nichts gesendet hat. Und dann findet ihr einen Podcast, der gestern eine neue Folge online gebracht hat, ohne dass ihr die beiden kennt. Wo würdet ihr eher hintendieren, mal reinzuhören? In den, der seit einem halben Jahr nicht aktualisiert worden ist, oder in den, der gerade frisch etwas zu bieten hat? Ja, das ist eine sehr rhetorische Frage. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht tiefer beantworten an der Stelle. Das ist also auch für die neuen Hörer, die ihr akquirieren wollt, die ihr an euch binden wollt, halt auch eine interessante Geschichte, dass da eben gezeigt wird, dass derjenige regelmäßig, kontinuierlich und vor allen Dingen auch aktuell sendet. Ja, das zum heutigen Thema. Gab es denn irgendeine Frage an der Stelle? Bisher noch nicht, schade. Ja, von daher möchte ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass ihr da wart und hoffe, euch geht es gut und ihr seid gesund. Wir hören uns dann zum nächsten Thema am Freitag wieder. Die neuen Podcast-Folgen, gestern ist eine rausgegangen und morgen kommt die nächste. Das heißt, wenn ihr da Bedarf habt, noch mal so ein bisschen reinzuhören, seid ihr herzlich willkommen. Ab Freitag werden wir uns so ein bisschen intensiver um das Thema Monetarisierung mit Podcasts kümmern. Das ist jedes Mal, also wenn ihr euch in meine Facebook
Facebook-Gruppe Alles über Podcast Marketing anmeldet, müsst ihr einen kleinen Fragebogen beantworten. Und die Frage, was ist so dein brennendes Problem, wird sehr, 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 sehr häufig mit diesem Thema beantwortet, nämlich wie generiere ich Umsatz mit oder durch einen Podcast. Und da habe ich einiges für euch vorbereitet, was wir ab Freitag dann miteinander besprechen werden. Von daher, wenn das ein Thema für euch ist, dann 18:30 Uhr auf diesem Kanal. Freitag. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Carmen. Ciao, ciao.